DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Mit meinen Schülern der Klasse 10 lese ich Plenzdorfs Die 9 Leiden des jungen W. Könnten Sie vielleicht eine Sendung zum Thema Selbsttötung in der DDR machen? Es hat in der DDR pro Jahr ungefähr 5.000 bis 6.000 Selbstmorde gegeben. Und diese Zahl liegt deutlich höher als die Vergleichszahl in der Bundesrepublik. Etwa ein Drittel höher. Über die Ursachen dieser hohen Selbstmordrate gibt eine sehr interessante Studie Auskunft von Udo Grashoff in einem Anfall von Depression, Selbsttötung in der DDR, wo er sehr, sehr viel statistisches Material auswertet und auch versucht, sehr ausgewogen die Gründe und Ursachen für Selbstmorde in der DDR zu beschreiben. Auf der einen Seite hängt es irgendwie auf eine nicht ganz klare Art und Weise mit der Konfession zusammen. Die DDR war ja überwiegend protestantisch, lutherisch und die Bundesrepublik sehr viel stärker katholisch geprägt. Damit hängt es offenbar in gewisser Weise zusammen. Dennoch ist auf der anderen Seite ganz deutlich festzustellen, dass die Selbstmordrate zu tun hat mit politischen Vorgängen, politischen Ereignissen, insbesondere der Mauerbau vom 13. August 1961, wo die Selbstmordrate speziell junger Männer deutlich ansteigt. Seit 1963 wurde keine Statistik mehr veröffentlicht und 1976 wurde nochmal die Geheimhaltung der Selbstmordzahlen verschärft. Ein Beleg dafür, dass die Selbstmordrate durchaus mit den politischen Verhältnissen zu tun hat, ist die Tatsache, dass nach der Wende die Selbstmordrate in der ehemaligen DDR deutlich zurückgegangen ist und sich angeglichen hat an das niedrigere bundesdeutsche Niveau. Das ist ganz besonders deutlich bei der aus der DDR-Zeit bekannt erschreckend hohen Rate von Rentnern und alten Menschen, die sich umgebracht haben. Diese Zahlen haben sich jetzt an die niedrigeren Zahlen des westdeutschen Niveaus angepasst, was ganz sicherlich damit zu tun hat, dass die Rentner heute sozial und auch ökonomisch besser gestellt sind, als das früher in der DDR der Fall war. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.